In Teil 9 geht es um die Widerlager und zwar wollen wir als erstes die Fundamentgeometrie erzeugen. Hier sind wir stehen geblieben bei der Stütze, die wir soweit fertig gemacht haben. Ich werde jetzt hier einfach mir diese Überschrift mal wieder kopieren, hier irgendwo ein bisschen südlicher ablegen und das Ganze umbenennen in Widerlagerfundament. So, die Widerlagerfundamentplatte soll rechteckig sein, soll also so aussehen. Wir wollen eine variable Länge L und eine Breite B haben. Und das Ganze, wir schauen jetzt also drauf, das Ganze soll dann hier in der Draufsicht an den Punkt beispielsweise und natürlich an den anderen Punkt hier hinten abgesetzt werden. Deswegen habe ich mir das so ausgedacht, dass wir diesen Punkt, also die Mitte hier von L halbe, als Koordinatenursprung nehmen mit, sagen wir mal, 0, 0 und uns dann hier fortbewegen. Also fangen wir einfach mal an. Wir brauchen also einen Punkt, den finden wir hier oben. Und ja, setze ich mal hier ab. So. Und ja, den wollen wir natürlich füttern mit einem Panel, also 0,0,0. Das soll jetzt der Einfachheit halber unser Startpunkt sein, also dort. Und nun wollen wir uns fortbewegen, also einmal nach oben in L-halbe Richtung. Und hier unten sieht man, wenn ich oben sage, dann ist das die Y-Richtung, während die andere Richtung, die X- oder Minus-X-Richtung, dann sein wird. Ja, wie können wir uns fortbewegen? Wir brauchen einen Vektor, um uns fortzubewegen. Und den finden wir hier. Also hier wäre der Unit Y, können wir draufklicken. Schneller geht's, wenn wir auf Kansas drücken und einfach Y schreiben, dann haben wir den Vektor auch direkt bei der Hand. Ja, wir müssen jetzt noch irgendwie ja das parametrisch hier gestalten, Länge und Breite. Dafür brauchen wir wieder hier so ein Number Slider. Auch das geht ja schneller, wenn wir das direkt hier reinschreiben. Soll gehen von 1 bis 10 und der aktuelle Wert soll 4 sein beispielsweise. Und den kopiere ich mir einmal noch für die Länge. Und damit wir es unterscheiden können, schreibe ich es hier rein. Also Fundament Breite und Fundament Länge. Das sollen also unsere Variablen L und B quasi sein. Und ich sage mal hier L, nehmen wir mal 7 Meter an und Breite 4 Meter. Einfach damit wir mal ein paar Werte haben. So, also wir gehen los von hier in Y-Richtung um L halbe. Also nicht 7, sondern 7 halbe. Da können wir hier über die Mathematik gehen und dieser Knopf da wäre Division, Plus, mal, Minus, gibt es da alles. Auch das geht schneller, wenn wir auf den Canvas doppelklicken und einfach dieses geteilt durch Zeichen, also oberhalb von der 7 eingeben, dann kriegen wir sofort diese Komponente. So, jetzt also, wir wollen die 7 teilen, geht hier rein, teilen durch was? Durch B. Da kann man rechte Maustaste sagen und Set Data Item, ich will durch 2 teilen. Habe ich hiermit getan. Das soll da reingehen. Das soll unser Vektor sein, mit dem wir uns bewegen. Wir können das hier auch mal kontrollieren. Da sehen wir, ja genau, also y7 halbe wird hier jetzt reingegeben. Okay, also das wollen wir ja addieren, also 0, 0 von hier plus, also nach oben 3,50 Meter und addieren, ja, Doppelklick hier und Pluszeichen eingeben, Return drücken, dann haben wir diese Additionskomponente. Dann geht also der erste Punkt 00 hier rein und der zweite Punkt ist die Addition. Auch hier einmal kontrollieren. Da sehen wir es, hat also addiert.
So, das wäre da oben der Punkt. Wie geht es jetzt weiter? Wir wollen uns jetzt nach links bewegen, also X-Richtung, Doppelklick auf Canvas, X eingeben, haben wir unseren Faktor, unseren Vektor für X und wir wollen tatsächlich die ganze Breite rübergehen, also die ganzen 4 Meter in diesem Beispiel. Und weil wir nach links gehen, wollen wir subtrahieren, also sage ich Minuszeichen. Geht das nicht? Doch, Minuszeichen ist unser B-Wert und das Ganze soll von dem ersten subtrahiert werden. Schauen wir uns das mal an. Wenn ich das reingebe, genau, sind wir jetzt also da oben am Punkt x Richtung minus 4, y Richtung plus 3 und z ist ja immer 0. Ja, wunderbar. Also so funktioniert das. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber, können wir mehr sehen. Von da geht es also weiter. Wir wollen jetzt nach unten weitergehen. Das heißt y-Richtung, also y. Und zwar die gesamte Länge, also 7 Meter, gehen wir runter. Und das Ganze soll jetzt, weil wir nach y minus gehen, also wieder subtrahiert werden. Minuszeichen, der geht da rein und der geht da rein. Sind wir da? Jetzt kommt noch der letzte Punkt. Von hier nach darüber ist also wieder x-Richtung. X-Richtung. Und zwar die gesamte Breite b, also in dem Fall die 4 Meter. Und nach positive x-Richtung, also plus wollen wir machen. Und da stecken wir auch die Werte wieder rein. Super. Jetzt haben wir die Werte alle einzeln, aber wir wollen sie ja sozusagen in einer Liste oder in einem Container haben, um daraus dann ein Polygon zu erzeugen. Und ja, das geht über Sets. Und hier gibt es die Komponente Merge. Da sammeln wir jetzt also alle Werte. Als erstes den Nullpunkt, dann den ersten Wert, den zweiten Wert und so weiter. Haben wir alle unsere 5 Werte beisammen. Gucken uns mal das Ergebnis an. Ja, perfekt. Also Punkt 00 ist hier, dann geht es rauf 0,350, dann hier rüber minus 4 Meter, dann runter minus 4, minus 3,50 und nach rechts sind wir wieder bei x0 und y minus 3,5. So, hier drüben sehen wir übrigens auch im Grundriss unsere Punkte, die gerade erzeugten. Kann man hier mal alle nachgehen. Da ist der erste grüne Punkt und hier sieht man sehr schön, wie die Punkte alle einzeln grün hervorgehoben werden. Und wenn ich auf das Merge gehe, dann sehen wir alle 5 Punkte. Ja, wir merken auch schon, wir sind jetzt wieder am Nullpunkt und ich würde das gerne doch wieder ein bisschen abseits schieben, hier hoch irgendwo, damit wir das übersichtlicher gestalten. Also ich müsste es auf jeden Fall wieder 50 Meter nach oben schieben und dann irgendwie noch ein bisschen nach rechts, weiß ich nicht auswendig. Machen wir es einfach, weil es so schön ist, parametrisch. Also wir wollen unsere Punkte alle da hochschieben, wissen nicht genau wohin, also holen wir uns einfach mal einen XYZ-Vektor hier heran. So, setzen wir mal da ab. Ja gut, was ich weiß, ist die y-Richtung ist auf jeden Fall 0. Das hier kann ich auch mal wegtun.
Machen wir 2. Gut, den dritten, den können wir wirklich auf 0 setzen, weil die Z-Komponente ist auf jeden Fall 0. Und hier sagen wir mal, das soll, okay, steht 0 bis 100, können wir ruhig so lassen. Aber ja, stecke ich einfach mal hier in die X-Komponente rein, die Y-Komponente und jetzt wollen wir das Ganze rüber bewegen, also addieren zu unseren hier gemergten Werten. Addieren ist ja das Pluszeichen. Stecken wir also unseren Vektor hier rein, beziehungsweise wir stecken ihn da hinein und dieser soll dazu addiert werden. Gucken wir uns mal an, was wir jetzt da erzeugt haben. Genau, also wir sehen im Moment genau die gleichen Werte wie hier unten, weil alles auf 0 steht. Und wenn ich jetzt sage, ich schiebe hier, dann sehen Sie unten, wie sich, also hier, wie die Punkte nach rechts gehen. Und wenn ich hier bewege, sehen wir, wie die Punkte sich nach oben bewegen. Und wenn ich jetzt hier, ja, sagen wir mal 50 Meter einstelle, dann sind wir auf gleichen Höhe. Und jetzt noch ein bisschen darüber, vielleicht so 10 Meter. Dann haben wir es hier schön neben unsere Stütze abgelegt. Und hier sieht man auch, wie jetzt die Werte sich ändern. Ich kann ja nochmal hier an dem Slider bewegen und rechts in dem Ergebnispanel, hoppla, in dem Ergebnispanel sehen wir, wie sich die Werte dann direkt mit ändern. Das ist eigentlich sehr schön zur Kontrolle. Okay, das kann ich auch wieder löschen. Also addiert haben wir es. Jetzt müssen wir noch eine Polelinie daraus erzeugen. Das geht hier über Kurve, Spline. Da ist die Polylinie. Setze ich mal hier ab. Und da geben wir jetzt eben alle unsere Werte hinein. Ja, und dann sieht man auch direkt, wie hier die Polylinie erzeugt worden ist. In grün hervorgehoben. Und wir sehen, sie ist noch nicht geschlossen. Und dafür gibt es hier unten diesen Plugin Closed. Da hole ich mir einfach ein Boolean-Toggle, setze den auf True, stecke ihn rein und dann ist die Polygonlinie, das Polygon geschlossen. Sehr schön. Also, wir haben unser Widerlagerfundament, die Geometrie erzeugt. Das soll es für hier gewesen sein. Und im nächsten schauen wir dann, dass wir es an die richtige Stelle transformieren und dann auch eine Strukturfläche für die Statik draus machen.